Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Häkelkanal Ehrlich Handmade. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen ein Taschentücherbox häkeln. Für so einen Box habe ich fast ganze Rolle von Polyesterschnur verwendet in 5 mm. Und ich habe dann auch noch so ein Holzteil benutzt, der da oben zu sehen ist, und ich finde, der sieht richtig klasse aus. Diese Taschentücherbox habe ich gehäkelt mit der Häkelnadel Nummer 5. Mit der kleineren Häkelnadel, das ist die 4, habe ich die erste Reihe gehäkelt. Schere, Feuerzeug, später die ganzen Faden zu versiegeln. Ja, dann wollen wir loslegen. Ich werde diesen Deckel mit 2 Reihen umhäkeln. Die erste Reihe wird Kettmaschenreihen sein und die zweite Reihe ist feste Maschen in jede Öffnung. Also wir beginnen mit der ersten Reihe, und zwar Kettmaschenreihe. Ich lasse ungefähr 20-25 cm das Endstück. Fange ungefähr hier an, holen mir den Faden. Dann wende ich das, dass die Masche auch richtig liegt, und fange dann mit Kettmaschen alle Öffnungen zu häkeln. Wenn ich jetzt gleich bei den Ecken ankomme, bei den Ecken mache ich auch eine Kettmasche rein. Also in jede diese Öffnung eine Kettmasche häkeln. Bis Ende der Reihe. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen, letzte Öffnung. Und da hole ich mir das Endstück. Ziehe durch diese Masche das Endstück durch. Nehme jetzt dafür eine kleinere Häkelnadel. Bei mir ist das die Nummer 4. Und verbinde das mit nahtlosem Übergang. Von der Rückseite gehe ich mit der Häkelnadel da rein, da wo das Endstück auch rauskommt. Und dann Faden holen und auf die Rückseite ziehen. An allen Fäden ziehen, dass er alle gleich aussehen. Jetzt beginnen wir mit der zweiten Umhäkelreihe, und ich steche jetzt die Häkelnadel in diese Öffnung rein. Also so, und diese Reihe wird mit festen Maschen umgehäkelt. In jede Öffnung häkeln wir eine feste Masche. Und das machen wir bis zu der Ecke. In jede Öffnung eine feste Masche häkeln. Ich bin jetzt bei der Ecke angekommen, und in diese Öffnung häkeln wir 3 feste Maschen. Und dann häkeln wir weiter, wieder in jede Öffnung eine feste Masche, und bei den Ecken häkeln wir 3 feste Maschen. Und das machen wir hier 3, hier 3
und hier 3 und treffen uns dann hier am Ende. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen. Da ist noch eine letzte Öffnung. Die häkle ich zuerst mit den Arbeitsfaden, dann nehme ich mir das Endstück und ziehe durch beiden Schlingen durch. Arbeitsfaden ein wenig ziehen, dass die Masche auch gleich ist wie alle anderen. Dann zwischen erster und zweiter Masche gehe ich mit der Häkelnadel unter durch, hole mir den Faden und ziehe dann auf die Rückseite. Von der Rückseite gehe ich unter diesen beiden Schlingen, hole mir den Faden und ziehe dann auf die Rückseite. So haben wir jetzt nahtlosen Übergang gemacht mit dem Endstück. Ich beginne jetzt die erste Reihe von Muster zu häkeln und das ist Gänsefüßchen. Ich werde erstmal die erste Reihe auch mit der Häkelnadel Nummer 4 häkeln, weil wir häkeln an der hinteren Lasche von der Masche und diese Schlinge, holen uns den Faden und machen dann eine Masche. In die gleiche Einstichstelle machen wir noch eine feste Masche. Das Endstück werden wir dann hier rein häkeln. Dann lassen wir eine Masche aus. In die nächste unter 2 Schlingen häkeln wir wieder 2 feste Maschen. Eine Masche auslassen, in die nächste. Wieder eine Masche auslassen und in die nächste Masche häkeln wir 2 feste Maschen. Und das machen wir bis Ende der Reihe. An den Ecken zeige ich euch noch, wie das gemacht wird. Ich bin jetzt bei der Ecke angekommen und mache genauso weiter. Eine Masche auslassen und bei der nächsten Masche häkle ich 2 feste Maschen. Wieder eine Masche auslassen und die nächste Masche 2 feste Maschen häkeln. Wieder auslassen und 2 feste Maschen häkeln. Und das machen wir bis Ende dieser Reihe. Am Ende der ersten Reihe angekommen. Lass ein wenig den Faden rausziehen und ich verbinde jetzt diese Reihe mit nahtlosen Übergang. Ich gehe wieder zwischen die erste und zweite Maschen mit der Häkelnadel durch, hole mir den Faden, also diese Schlinge, und ziehe dann auf die Rückseite. So, jetzt wechsle ich die Häkelnadel aus, nehme die Häkelnadel Nummer 5 und wir fangen mit der zweiten Reihe von den Mustern. Hier könnt ihr sehen, die erste Masche und die zweite, und hier ist eine Seite von der Masche. Ich werde dann so machen, dass ich mit der Häkelnadel unter durchgehe und gehe dann in diese Öffnung, was zwischen diesen 4 Maschen entstanden ist, hier durch. Also hier rein, da durch. Jetzt ist unsere Schlinge, die packe ich auf die Häkelnadeln drauf, nehme mir den Faden,
ziehe da alles mal durch. Und so mache ich dann die erste feste Masche. In die gleiche Einstichstelle mache ich noch einmal, also die zweite Masche. Also bei dieser ersten Masche ist es ein bisschen schwer, weil wir auch gleichzeitig die Reihen miteinander verbinden. Und wir müssen auch darauf achten, dass der Abstand zwischen diesen zwei und diesen zwei Maschen nicht zu groß ist, wie jetzt bei mir. Das ist zu groß, also ich werde dann hier festhalten und noch am Arbeitsfaden ein wenig ziehen, dass der Abstand hier nicht zu groß ist. Dann halte ich das auch mit den Fingern fest, dass das mir auch nicht wegrutscht. Gehe ich mit der Häkelnadel da rein, da durch, packe diese Schlinge auf die Häkelnadel drauf, nehme mir den Faden und mache so die erste Masche. Und die zweite Masche mache ich dann einfach durch. So, der Abstand ist jetzt nicht mehr so groß, wie vorhin es war. Wir machen dann weiter. Wieder eine Masche auslassen. Die nächste, die hier, und die Häkelnadel unter durchstechen, dann in diese Öffnung und Faden holen. Erste feste Masche und in gleicher Einstichstelle machen wir die zweite Masche. Dann gehen wir weiter. Wieder die zwei feste Maschen und die linke gehen wir mit der Häkelnadel da unter durch und machen dann die erste feste Masche und in die gleiche Einstichstelle machen wir die zweite. Und so machen wir dann bis Ende diese Reihe. Ich bin jetzt am Ende der zweiten Reihe angekommen und ich zeige euch, wie ich es beende. Hier sind die letzten zwei feste Maschen und hier fängt schon die neue Reihe an. Hier kann man ja genau sehen, an dieser Stelle zwei Faden. Das ist ja das, was wir auch die erste Reihe mit nahtlosen Übergang verbunden haben. Das heißt, gehen mit der Häkelnadel wie gehabt unter durch und jetzt gehen wir nur unter diesen beiden Schlingen. Da könnt ihr hinten sehen noch eine dritte, so die ist ja auch richtig gut zu sehen. Da, so wir gehen unter durch und zwischen diese zwei und diese Schlinge. Und dann machen wir da zwei feste Maschen. Warum haben wir es gemacht? Dass die Öffnung hier dann nicht zu groß ist. So, jetzt ist die zweite Reihe fertig und wir verbinden wieder mit nahtlosen Übergang. Die dritte Reihe und die Reihen danach werden immer gleich abgeschlossen werden und fangen gleich an. Der Unterschied, dass dieser nahtlose Übergang versetzt sich leicht nach links. So, Faden rausholen, unter diesen beiden Schlingen gehen, also zwischen erste und zweite Masche, Faden holen und nach hinten ziehen.
ich halte diese Schlinge noch mit den Fingern fest, gehe ich die erste oder das ist die erste, das ist die zweite Masche und dann in diese Öffnung nehmen wir dann auch diese Schlinge, lege ich auf Häkelnadel und mache dann so die erste feste Masche. Die zweite wird dann ganz einfach gehäkelt, einfach in die Öffnung rein. So haben wir die Reihe mit nahtlosem Übergang verbunden und fangen mit der Reihe Nummer 3 und dann häkeln wir weiter. Wie gehabt, in jede zweite Masche häkeln wir dann 2 Maschen. Unterdurch die Öffnung und dann die feste Masche häkeln. Ich bin am Ende der dritten Reihe angekommen und zeige ich nochmal, wie der nahtlose Übergang geht. Also die letzten 2 feste Maschen bei der letzten unterdurch gehen und ich gehe unter diesen beiden Schlingen mit der Häkelnadel durch, dass eine dritte Schlinge hier hinten bleibt, also dass die Häkelnadel in der Mitte rauskommt. Holen wir den Faden und mache dann eine feste Masche. Gleiche Einstichstelle mache ich noch einmal. So, jetzt beenden wir die Reihe mit nahtlosem Übergang. Gehe dann mit der Häkelnadel unter diesen beiden Schlingen zwischen erste und zweite Masche. Nehme mir den Faden und ziehe auf die Rückseite. Dann ein wenig am Arbeitsfaden ziehen, dass der Abstand hier nicht zu groß ist. Mit den Fingern diese Schlinge festhalten und dann fangen wir die Reihe Nummer 4 an. Unter diese Schlinge gehen, in diese Öffnung, die Schlinge auf die Häkelnadel raufpacken und dann durchziehen. So haben wir jetzt die erste Masche gemacht. Die zweite Masche einfach da rein und durch die Öffnung. Und dann ist die zweite Masche. Und dann häkeln wir weiter. So, dann häkeln wir die Reihe Nummer 4 zu Ende und macht ihr so viele Reihen, dass euch am liebsten ist, also dass da auch der Taschentücherbox reinpasst. Ich habe soweit weiter gehäkelt und insgesamt habe ich 7 Reihen gehäkelt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe ja dann Taschentücherbox genommen und geguckt, dass es da auch reinpasst. So ungefähr soll es sehen. Also diese 7 reichen dann auch für so eine Taschenbox auch aus. Und ich werde dann jetzt diese Reihe mit nahtlosen Übergang verbinden und schneide jetzt Faden ab. Ziehe den Faden raus. Wieder zwischen die erste und zweite Masche den Häkelnadel unter durchstechen und Faden auf die Rückseite ziehen. Von der Rückseite unter diesen beiden Schlingen mit der Häkelnadel gehen und Faden wieder nach hinten ziehen.
So haben wir jetzt nahtlosen Übergang gemacht. Hier werden dann auch der Rückseite dieser Faden versteckt. Wird dann wenig angebrannt und dann an den Wand von den Teil befestigt. Und jetzt sieht es so aus. Das ist die Rückseite und das ist jetzt die Vorderseite. Die ganze Box sieht jetzt so aus. Sind beide gleich und das ist alles, was mir geblieben ist von den ganzen Rollen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter ich dafür verbraucht habe. Ich weiß, dass das hier sind 100 Meter. Also mehr als die Hälfte habe ich verbraucht. Ja, das war's ja schon. Ich hoffe, ich habe euch eine neue Idee gegeben und ihr häkelt dann auch diesen Taschentücher-Box nach. Auf der Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!